gegrüßt. Soeben streifen 3 der 4 Dunkelwaldfeen in den Wäldern umher, den Frühling zu suchen. Und so kommt es, dass diesmal nur eine Fee zugegen ist. Lehnt euch entspannt zurück und genießt die Dekorationsideen, Gartentipps und feenhaften Klänge. Viel Vergnügen! Zu jeder Jahreszeit, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, habe ich so ein kleines Büchlein. Das ist das Büchlein Flower Fairies im Winter. Und zu jedem Bildchen ist ein wunderschönes Gedicht verfasst von der Cicely Mary Barker. Nach diesem hübschen Blumenkind wollen wir jetzt im Garten mal Ausschau halten. Es handelt sich um den Winterling. Vielleicht blüht er ja schon. Kommt mal mit. Tief in der Erde erwache ich. Der Frühling rief mich. Die Erde sagte: Oh nein, es ist noch zu früh. Du bist noch zu klein. Bald, bald. Noch ist es zu kalt. Ich hielt es nicht aus und kroch heraus. Siehst du mich stehen? Der Frühling rief. Es war kein Versehen. Es folgt eine Dekorationsidee. Wir haben jetzt unseren schönen Weihnachtsbaum leider abgebaut. Und jetzt haben wir hier eine leere Ecke. Vielen gefällt es zwar, wenn das jetzt nach Weihnachten alles mal ein bisschen frischer und freier wird. Aber ich finde es ein bisschen zu leer und deswegen möchte ich jetzt gerne versuchen, da oben an dem Durchgang diese beiden wunderschönen Stöckchen anzubringen. Und da möchte ich diese schönen Weihnachtsbaumkugeln ranhängen, weil ich mich von denen nämlich noch nicht trennen möchte. Es ist ja noch der Winter sehr, sehr lange im Erzgebirge und da kann man ruhig noch ein bisschen Glanz und Glitzer gebrauchen, finde ich zumindest. Ich habe jetzt hier ein bisschen Draht und den bringe ich jetzt einfach hier an dem Stock an. So, guckt mal, hier haben wir jetzt einen Draht dran und auf dieser Seite. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir das Ganze festkriegen. Ja, sieht doch schon ganz gut aus, finde ich, oder? So, bevor wir jetzt das zweite schöne Ästel noch anbringen, habe ich hier noch eine sogenannte Dupatta.
Das tragen die schönen Frauen in Indien. Und die ist auch wirklich aus Indien zu uns gekommen. Die habe ich bestellt aus Neu-Delhi. Ist eine gebrauchte. Die hängen wir jetzt noch hier in diese Ecke. Klingelt schön. Es sind ganz viele kleine Glöckchen dran. So, und jetzt ist noch unser schöner Ast an der Reihe. Jetzt arbeiten wir wieder mit Draht, führen den hier einfach durch die Schlaufe und haben jetzt hier oben 2 offene Enden und die können wir dann miteinander verdrehen. Und da hält es, denke ich, ganz gut. Ist einfacher als mit Strick, denke ich. Hier haben wir noch selber gebastelte Zapfen vom letzten Weihnachtsfest. Die haben wir angemalt mit weißer Acrylfarbe. Die hingen bei uns am Weihnachtsbaum und jetzt können sie hier nochmal einen Platz finden. Auch diese kleinen Zapfen hier, die haben wir bemalt und besprüht und beklebt mit den Kindern zusammen. Und die finden auch nochmal einen Platz an unserem schönen Ast. Als letztes haben wir noch diese hübschen Eiszapfen. Wie gesagt, der Winter, der wird noch ein bisschen dauern bei uns im Erzgebirge. Und da können wir uns noch nicht ganz davon verabschieden. Also freunden wir uns an mit dem Winter. Dass der halt im Erzgebirge ein bisschen länger dauert. Ist eben so. Aber es ist so Ski im Erzgebirge. So, die erste Seite ist fertig. Und jetzt kommt die andere Seite dran. Noch eine schöne Zapfe vom letzten Weihnachtsfest. Schön, oder? Es folgen Gartentipps für Anfänger-Feengärten. Im Februar ist es Zeit, uns unseren Samenvorrat vom letzten Jahr gründlich durchzusehen, schauen, was wir noch so verwenden können und was am meisten Spaß macht, neue Sachen zu bestellen und Pläne zu schmieden und zu überlegen, was soll blühen im Garten, welche Blümchen, welche Kräuter, was möchte ich gerne ernten im Garten, was wächst überhaupt in meinem Garten, was ist letztes Jahr nicht so gut gelungen, was lasse ich lieber weg, was möchte ich Neues probieren. Bei uns war es letztes Jahr nicht so gut mit der Ernte. Wir hatten ganz, ganz viele Schnecken. Wenn ihr einen guten Tipp habt, was man dafür tun kann, dass man weniger Schnecken hat, her damit. Aber dieses Jahr, wenn wir das ernten wollen, werde ich da wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Jeden Abend 1 Stunde durch den Garten laufen mit dem Eimer und Schnecken absammeln. Und dann gibt es Schneckensuppe. Kleiner Spaß. So, jetzt wollen wir uns mal unsere Samen anschauen, die wir noch so da haben. Hier habe ich erstmal selbst gesammelte Sachen. Das sind Tomatensamen. Die brauchen wir auch nicht kaufen. Das gelingt immer sehr gut. Von selbst abgenommenen Samen. Da haben wir schon so ein bisschen unsere Sorten, die uns gut schmecken. Und zwar haben wir einmal so eine gelbe Party-Tomate.
Das sind so ganz kleine gelbe Tomaten und eine Fleischtomatensorte. Die bleiben über die Jahre wahrscheinlich nicht sortenrein, weil die kreuzen sich dann untereinander, weil die ja bei uns nebeneinander stehen. Wir haben die immer in so großen Kübeln drin und da stehen die an einem schönen sonnigen Platz, aber alle Sorten nebeneinander. Und da kann das dann sein, dass die mit der Zeit sich einkreuzen. Mal sehen, was wir dann machen. Es gibt ja auch Samenbörsen, wo man Biosaatgut herbekommt. Das müssen wir dann sehen, aber für dieses Jahr können wir das auf jeden Fall erstmal noch verwenden. Das ist eigentlich mein Behälter für die Blumensamen. Ich weiß nicht, wie die Tomatensamen hier reingekommen sind. Eieiei, so eine Unordnung. Am besten entwickeln sich sowieso die Pflanzen, die sich selbst ausgesät haben. Also es ist auch schön, wenn man so ein paar Ecken im Garten hat, wo man einen Fingerhut wachsen lässt oder was so wachsen möchte. Labkraut oder Glockenblumen, verschiedene Sorten. Ich habe auch viel Dost im Garten. Der ist auch sehr gesund. Kann man Tee davon machen, kann man mit in den Salat reinmachen. Und das sät sich selber aus und sucht sich seinen Platz selber. Weil wir haben jetzt nicht so den ordentlichen Garten, wir haben ein bisschen Naturgarten, wo vieles wachsen darf, was wachsen möchte. Und wo eigentlich jedes Kraut rausgezupft wird. Ich freue mich zum Beispiel auch über meinen Kirsch. Die meisten Gärtner hassen ja Kirsch. Ich finde den lecker. Ich ernte den einfach und esse den. Wir haben auch eine ganz wunderschöne Blume. Das ist die Nigella oder auch Jungfer im Grünen. Ist verwandt mit dem Schwarzkümmel, mit dem Gewürz. Die kann man jetzt nicht zum Würzen nehmen, aber die blüht so wunderschön. Die ist herrlich. Die werde ich auf jeden Fall wieder aussehen. Die sehe ich aber einfach so ins Beet rein. Mohn ist das, Seidenmohn. Der blüht wunderbar auf unserem Gartenboden. Sät sich auch meistens selbst aus, aber ein bisschen was nehme ich auch immer ab. Für den Fall, dass mal doch nichts kommt, kann ich noch was nachsehen. Von diesem herrlichen Seidenmohn. Was ihr jetzt in meiner Hand seht, sind Sonnenblumenkerne. Die sehen aber irgendwie gar nicht mehr so gut aus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Braucht man aber auch meistens gar nicht unbedingt auszusehen. Wenn man nämlich im Winter Vögel füttert, fällt meistens ein bisschen Sonnenblumensaat aus und geht auf. An der Stelle, wo es schön ist für die Sonnenblume. Und die entwickeln sich meistens so prächtig. Ich habe bloß für den Fall, dass mal doch keine aufgeht, immer ein bisschen Samen da, aber ich weiß nicht, ob der noch wird. Ich werde es trotzdem mal probieren. Mal sehen, vielleicht haben wir ja Glück. Hier habe ich noch ein bisschen Akelei. Die Akelei sät sich bei uns im Garten auch selber aus. Ich habe eigentlich ziemlich viele. Das ist aber eine besondere, die habe ich bei meinem Papa im Garten abgenommen. Das ist eine Farbe, die ich nicht habe. Weiß aber jetzt nicht mehr genau, ob es rot oder was Helles war. Jedenfalls werde ich die einfach mal mit aussehen. Mal schauen, was sich entwickelt draus. Aus diesen kleinen, schwarzen Minisamen. Hier habe ich Samenkapseln und Samen der Stockmalve oder Stockrose. Das ist aber auch wieder eine Farbe, die ich noch nicht im Garten habe. Weiß leider auch nicht mehr, was es für eine Farbe ist. Sollte man eigentlich draufschreiben auf die Tüte. Habe ich leider versäumt. Muss ich mich überraschen lassen. Mal sehen. Das sind alles Blumen, die wir nicht vorziehen müssen in Töpfchen, sondern wir können die Samen einfach ausstreuen an eine Stelle, wo wir denken, dort könnte es gut klappen und dann hoffen, dass der Samen aufgeht und sich gut entwickelt. Was haben wir denn hier noch alles so Interessantes? Wicken, Marienglockenblume, Cosmea, Lein, Astern, Gartenfuchsschwanz. Wären alles Sachen, die wir vorziehen müssen. Ist ja auch alles eine Platzfrage. Ja, also wenn wir Sachen vorziehen wollen, brauchen wir richtig ordentlich Licht und auch entsprechende Wärme. Und wir dürfen es nicht vergessen, feucht zu halten. Wenn es einmal trocken wird, war es das meistens. Und das ist dann schade um die Arbeit, die wir uns vorher gemacht haben. Hier haben wir noch Radieschen, die können wir auf jeden Fall noch verwenden. Wir haben nämlich ein kleines Frühbeet und da können wir dann ziemlich zeitig schon einsehen.
roten Spitzkohl haben wir hier noch. Spitzkohl ist, finde ich, ein sehr schönes Gemüse. Sowas ähnliches wie das klassische Weißkraut, was wir kennen, bloß ein bisschen zarter und wächst eben nicht rund, sondern spitz. Deswegen Spitzkohl. Kann man Salat draus machen. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht sogar auch für Sauerkraut eignet. Ist auf jeden Fall was ganz Gesundes und Leckeres. Und das essen auch die Kinder gerne. Da habe ich von der vergangenen Gartensaison meinen Korb, den ich immer mit rausnehme, wenn ich im Garten was mache. Das sieht natürlich nicht gerade ordentlich aus. Oh, oh, oh. Da habe ich mal Gartenhandschuhe, die ich eigentlich gar nicht so gerne verwende, weil ich grabe lieber mit meinen nackten Händen in der Erde. Hat man viel mehr Gefühl und es ist irgendwie auch schöner. Und vielleicht auch energetischer. Kann ja sein. Könnte ich mir schon vorstellen. Hier habe ich noch 2 Stöckchen mit einem Strick verbunden. Die stecken wir so in den Boden rein. Und dann haben wir eine schöne gerade Zeile, in die wir dann Zwiebeln stecken können oder zum Beispiel Möhrensamen einsehen können. Ganz wichtig, dieser Ausstecher, wenn man doch mal Löwenzahn im Beet hat zum Beispiel, den essen wir natürlich auf, den schmeißen wir nicht weg. Pflücksalat ist auch was Schönes, gelingt eigentlich immer. Hier habe ich noch Kürbiskerne. Das gelingt eigentlich auch ganz gut, wenn man die selber zieht. Ähnlich wie bei der Zucchini. Kann man gut selber in Töpfen vorziehen. Und wenn es dann so schön warm ist, dass höchstwahrscheinlich keine Fröste mehr kommen, kann man die Pflänzchen raussetzen. Was ich dieses Jahr unbedingt mal probieren möchte, ist die Puffbohne. Die soll gar nicht so sehr anspruchsvoll sein und wächst wohl auch in fast jedem Gartenboden. Unser Boden ist leider nicht so besonders gut. Ist auch nicht so frostempfindlich. Mal sehen, ob das dieses Jahr was wird. Hier habe ich ein interessantes Notizbüchel. Das habe ich mir mal angelegt, noch bevor die Kinder da waren, wo ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte. Und habe mir da immer so ein bisschen einen Plan gemacht, welches Gemüse wo hinkommen soll aufs Beet. Weil nicht jedes Gemüse verträgt sich mit jedem Gemüse. Es sollte also auch auf gute Nachbarschaft geachtet werden beim Gemüse. Da gibt es auch so Büchlein und Pläne, wo man das ablesen kann. Es sind auch Erfahrungswerte, man kann das auch mal ein bisschen ausprobieren, schreibt sich das dann ein bisschen auf. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht in dem Buch. Ja, da habe ich mir so Pflanzpläne erstellt. Sieht erstmal sehr gut aus, professionell, ist aber meistens nicht so doll geworden. Aber es ist ein Anfang, ist auf jeden Fall erstmal schon gut zu planen und sich was aufzuschreiben. Habe ich mir dann auch immer Listen erstellt, was alles noch gebraucht wird. Und was auch sehr interessant ist, wenn man so ein kleines Saattagebuch führt. Weil man kann sich dann meistens im kommenden Jahr nicht mehr erinnern, was habe ich denn wann gesät. Deswegen habe ich hier zum Beispiel aufgeschrieben, am 24. März habe ich ausgesät in Anzuchterde Fenchel, Tomaten, Paprika und Salat. Eher lohnt sich das nämlich auch nicht bei uns im Erzgebirge. Man muss bedenken, die Pflanzen müssen ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab einer bestimmten Größe unbedingt rausgepflanzt werden, sonst schießen die. Die brauchen dann richtig viel Licht und die Temperaturen, die eben gerade draußen vorherrschen, nicht zu warm, nicht zu kalt. Und wenn man die Sachen dann zu zeitig sät, da wird es nichts. Also es ist schon sinnvoll, sich das ein bisschen aufzuschreiben, dass man einfach Erfahrungen sammelt. Weil jeder Boden ist anders, jedes Klima ist anders. Man kann es einfach nicht so genau festlegen. Dann muss das gesät werden, dann muss das gesät werden. Das ist wirklich von Region zu Region, von Gartenboden zu Gartenboden unterschiedlich. So, jetzt weiß ich erstmal, was wir alles noch da haben, was wir noch verwenden können. Und jetzt wird es erstmal gemütlich. Jetzt nehme ich mir meine Tasse Tee und meinen schönen Saatgutkatalog und schaue mir in Ruhe durch, was es hier alles so Schönes gibt. Dann nehme ich mein Büchlein und schreibe mir dort alles so rein, was mir gefallen würde für den Garten. Man ist da ganz schnell zu sehr begeistert und denkt, und das ist schön und das ist schön. Und dann hat man schon Bilder im Kopf, wie das alles wunderschön aussehen kann und wie das wächst und was man daraus alles machen kann, was man kocht. Aber man muss auch bedenken,
wie viel Platz steht uns denn zur Verfügung? Wir haben jetzt nicht so viel. Wir haben uns letztes Jahr ein Hochbeet gebaut, sollen dieses Jahr noch 1, 2 dazukommen. Kann ich ganz sehr empfehlen. Geht am besten, man hat da wirklich einen Überblick, welche Schnecke sich wo befindet. Und dann kann man das schneller auch mal absammeln. Hat man dann wirklich nicht so viele Schnecken. Der Boden ist wunderbar, wenn man dieses Beet ja komplett neu befüllt mit neuem Boden. Wächst wirklich besser, ist auch schöner für den Rücken, ist bequemer, kann ich sehr empfehlen, Hochbeete. Lieber ein bisschen weniger Sorten und ordentlich Platz und ordentlicher Boden und die dann auch schön versorgt. Es muss ja auch alles gegossen werden an heißen, trockenen Tagen, sonst wird es nichts mit der Ernte. Also lieber erstmal klein anfangen, mit weniger Sorten, auch wenn das wirklich sehr verlockend ist. Aber es nützt ja nichts, wenn man zu viel hat und es geht dann alles ein, wenn man nicht hinterherkommt. Man hat ja auch nicht immer Lust, man muss dann auch die Pflanzen versorgen, wenn man mal keine Lust hat. Das muss man bedenken. Na dann, viel Spaß beim Sehen und beim Schmökern in den wunderbaren Saatgutkatalogen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg in diesem Gartenjahr, dass ihr schöne Blümchen habt, die euer Herz erfreuen und natürlich auch die Schmetterlinge und die Bienen anlocken. Das sollte man auch immer bedenken, dass die genug Futter haben. Bitte nicht so viel Chemie im Garten einsetzen. Wenn möglich irgendwie alles natürlich gestalten. Viel Freude in eurem Garten. Unser Nutzgarten ist von einer Weidenhecke umgeben, welche der Feenmann im Herbst verschnitten hatte. Einige der Zweige, die als Winterschutz für die Blümchen gedient haben, treiben schon Blütenbällchen, die weich wie Katzenpfötchen sind. Die Weidenkätzchen. Die Blüten der Weide geben den Bienen die erste Nahrung im Jahr und sind daher sehr wichtig. Wir lassen die kleinen Weidenkätzchen schön in Ruhe und sammeln nur die abgeschnittenen Zweige auf, die noch vom Herbstschnitt auf dem Boden liegen. Die kleinen Weidenkätzchen am großen Weidenbaum, die strecken ihre Tätzchen im ersten Frühlingstraum. Die Sonne hat geschienen, da blühten sie voller Kraft. Es kamen all die Bienen und sogen süßen Saft. Gerade so wie du, drum lassen wir indessen die Kätzchen schön in Ruh'. Möge die zarte Frühlingssonne euer Herz erwärmen und die Muße euch küssen beim Planen und Säen.
Vielen Dank für euer Interesse. Wir würden uns freuen, euch auch das nächste Mal wieder im Feenreich begrüßen zu dürfen. Dazu abonniert bitte unseren Kanal und betätigt das Glöckchen, denn es wird euch an uns erinnern, wenn wir euch wieder etwas zu erzählen haben. Wir sind sehr gespannt auf eure Rückmeldungen und Anregungen. Licht und Liebe auf euren Wegen. Die Dunkelwaldfeen sind bald wieder zugegen.